Am Beginn des Ja-Quartetts ist es ja so, dass die 4 Streicher den Bogen nehmen, eigentlich eindreschen wie auf ein Tier, ja? Also eine ganz martialische Geste, aber der Klang, der durch den Bogen, der durch die Luft saust, erzeugt wird, ist ein ganz zarter. Und diese Diskrepanz zwischen dieser martialischen Geste und diesem ganz leichten Klang, das hat mich daran interessiert. Und Duell ja eigentlich auch, also das ist ein fließender Übergang. Also es hat theatrale Elemente. Und vor allem der wichtigste Punkt ist ja tatsächlich der, dass das Stück gleich mit einer Behauptung losgeht, die kann nicht gut gehen, diese Konstellation. Da hat jemand erstens unfairerweise einen Verstärker, ja, den wir Menschen mit unserem Instrument, selbst wenn es ein so kräftiges wie die Posaune ist, nicht haben. Die drehen hoch, können mit Effekten verzerren etc. So geht das Stück los. Dann antwortet die Posaune, die in jedem anderen Kontext sozusagen die dominante Kraft wäre, ist wahrscheinlich, egal was sie versucht, kann gar nicht so kräftig sein. Also es ist ein bisschen so Männlichkeitsgehabe. Hier, ich bin stärker, nein, ich und so. Und das kann nicht gut gehen. Ich weiß gar nicht, ob im Duell der Kampf jemals losgeht oder ob er nicht schon längst hinter uns liegt. Und es sind dann eigentlich nur, ja, wie oft bei solchen Sachen, die zarten Gesten werden die wichtigen. Zum Beispiel der Posaunist legt seine Dämpfer auf den Boden und mit einer Kette, die dann also Metall an Metall reibt. Also es ist eigentlich eine Nonsensgeste, aber wie man jetzt allein schon an der Geste, es hat was fast Liebevolles. Ja. Also es sind zärtliche Gesten, die in diesem scheinbaren Kraftstück eine Rolle spielen. Und allein ein Posaunist, der sein Mundstück ansetzt und beginnt zu spielen, oder schon bevor er gespielt hat, ist ein theatraler Akt. Oder allein die Furcht, mit der man sozusagen schon in der Defensive ist, bevor der E-Gitarrist den ersten Klang spielt, das ist schon Theatralität in der Aktion selbst. In diesem Fall von dem Hornstück ist es eher als Melodie, so als ob 5 oder ja, in dem Fall wahrscheinlich 9 Alphornbläser mit jeweils einem Alphorn mit einem bestimmten Grundton nebeneinander stehen würden und abwechselnd spielen würden. Das Problem ist nur, all diese 9 Alphörner muss ein einziger Hornist spielen. Also es ist eine Studie über Obertöne, über Luft und Melodie, also in der Doppelbedeutung R.